sind hier in Aschendorf. Mein Name ist Johannes Schulte-Eissing, bin 26 Jahre alt. Ich habe 2018 meine Lehre als Landwirt gemacht, komme vom landwirtschaftlichen Betrieb mit Schwein- und Hähnchenmast. Nach meiner Lehre habe ich ein Studium in Osnabrück gemacht, an der Hochschule, Schwerpunkt Geflügel. Und da mich das Thema Geflügelhaltung und Hähnchenmast insbesondere sehr interessiert, habe ich mich 2020 damals das erste Mal zu beschlossen, einen Hähnchenmaststall zu bauen. Jetzt haben wir 2025 und wir stehen im fast fertigen Stall. Da hat das ein paar Jährchen gedauert, bis wir alles voneinander haben, aber es passt zeitlich mit dem Studium und so alles ziemlich gut zusammen. Hier baue ich gerade einen 30.000er Hähnchenmaststall mit angeschlepptem Wintergarten. In diesem Maststall passen 30.000 konventionelle Hähnchen, Haltungsform 2. Oder auch, wenn man den Wintergarten mitnutzt, ungefähr 25.000 Haltungsform 3 Hähnchen, was dann bei mir das Programm Privathof von Wiesenhof wäre. Hier haben wir dann ungefähr 30% Auslauf zum Stall nochmal dazu gebaut. Den Stall haben wir mit der Firma Meyer Agrar zusammengebaut, bauen Beton-Fertigwände mit Binder oben drauf, Alu-Unterdecke. Die Stalleinrichtung kommt von der Firma Lohmann, auch altbewährte Technik, die ich schon in vielen Stellen gesehen habe. Die Elektrotechnik macht ein örtlicher Elektriker, die Firma Radke. Und die Vermarktung und das Futter bin ich in Zusammenarbeit mit Ems Fechte, sind die auf mich zugetreten und ist ein bekannter Name bei uns in der Region und hoffe auf eine zuverlässige Zusammenarbeit. Ja, wir haben einen 20 Meter breiten Stall gebaut. Hier werden 6 Meter Wintergarten noch angeschleppt. Davor wird hier der Vorplatz betoniert noch. Wir kriegen eine Schmutzwassergrube von 93 Kubik. Dadurch haben wir dann nachher einen Vorplatz, wo wir darauf wenden können von ungefähr 20 Metern mal 20 Meter, dass wir auch genug Platz haben beim Verladen der Tiere für die LKWs zum Rangieren. Außerdem wird hier noch eine Betonaufkantung gegossen, dass wir ein Mistlager realisieren können. Hier befinden wir uns im Eingangsbereich der beiden Ställe. Wir haben vorgeschleppt einen Versorgungsraum, in dem Notstromaggregat, Futterwaage und Hausanschlüsse sich befinden und einen Vorraum, wo man sich umzieht und die Technik sich drin befindet, über den man dann in den Stall reingehen kann. Durch das Vorschleppen entsteht hier eine Art Tunnel, den man dann nachher mit Verdunklungsstreifen abdunkeln kann, sodass, falls man tagsüber Tiere verladen muss, ein abgedunkelter Bereich entsteht und kein Licht in den Stall einfällt. Ja, insgesamt haben wir 3 Futtermittelsilos aufgestellt, jeweils 18 Tonnen Fassungsvermögen. Wir haben die Wasserversorgung per Stadtwasser. Wir sind hier auf dem Hümmling in einer sehr guten Gegend, wo wir sauberes, gutes Stadtwasser kriegen und müssen keinen eigenen Brunnen bohren. Insgesamt haben wir 8 Ablüfter, Kaminablüfter und 4 Zulüfter im Stall verteilt. Die dienen dazu, dass, wenn man die Klappen im Wintergarten aufmacht, kein Unterdruck im Stall entsteht und sozusagen die Luft in den Stall reingedrückt wird, um eine gleichmäßige Luftführung zu garantieren und keine Zugstellen an den Zuluftklappen zu haben. Dadurch versprechen wir, dass die Einstreu auch vor den Auslaufklappen trocken bleibt und scharfähig bleibt. Hier im Stall habe ich 4 Futterbahnen verbaut, 6 Tränkelinien. Außerdem werden hier noch Sitzstangen eingezogen, insgesamt 5 Bahnen Sitzstangen, um die Anforderungen ans Mastprogramm zu erfüllen. Wir haben insgesamt eine Fensterfläche von etwas über 5%. Das ist einfach dem geschuldet, dass wir die Halle etwas höher gezogen haben und dadurch ein bisschen mehr Lichteinfall erzielen wollten. Es sind zwar gesetzlich nur 3% gefordert, aber wer weiß, was die Zukunft bringt und welche anderen Regularien irgendwann mal kommen werden. Da habe ich gleich alles auf 5% erhöht. Die Futterbahnen sind von Lanmeco, die ganze Fütterungstechnik. Die Tränken sind von Lubing, samt Tränkenspülung und Druckminderer in der Mitte. 2 Bahnen Sprühkühlung sind hier verbaut, zum Kühlen im Sommer und zum Einweichen fürs Waschen. Es sind die Zulüfter und Ablüfter verbaut in der Stallmitte, um die Luft gleichmäßig zu verteilen, und an beiden Seiten Zuluftklappen, auch um den Luftstrom gleichmäßig zu regulieren und um genügend Luftmenge für den Sommer zu garantieren, auch wenn hier 30.000 normale Hähnchen drin sind. Für die langsam wachsenden werden die Lüftungsklappen an der Seite des Wintergartens nicht nötig, aber die dienen dazu, die Luftmenge im Sommer für 30.000 konventionelle Hähnchen zu garantieren. Die Lampen sind Altuma Gallispec Lampen, die fassen das ganze Lichtspektrum ab. Eine Reihe Lampen in der Mitte durch, liefern eine gute Beleuchtung des ganzen Stalls. Hier sieht man die Auslaufschieber für den Stall. Diese werden mit einer Schubstange auf und zugeschoben. Plan ist, dass man die
uhrzeitabhängig öffnen und schließen kann, nachher auch temperaturabhängig. Die Tiere müssen ab dem 21. Tag nach draußen für mindestens 8 Stunden am Tag. Plan ist es aber, wenn die Tiere nach draußen sind, dass man die Auslaufschieber gar nicht mehr zumacht, dass hier ein so angenehmes Klima drin entsteht, dass die Tiere sich hier gerne den ganzen Tag über dann aufhalten, ohne Zugluft. Mir ist was wichtig, dass man für alle Integrationen mästen kann. Das heißt, dass man nicht nur einen Stall nach deutschen Vorgaben macht, zum Beispiel für Wiesenhof, sondern dass man sich auch mal die holländischen Kollegen anguckt. Wir sind hier sehr grenznah, dass man auch die Vorgaben für das Better Leven Programm einhält. Zum Beispiel die Aufkantungshöhe ist in Holland anders geregelt als in Deutschland. In Deutschland muss nur die Hälfte offen sein. In Holland dürfen es irgendwie nur 30 cm Aufkantung maximal sein. Dafür hat der Deutsche wieder mehr Auslaufschieber. Ich habe versucht, für alle Märkte offen zu bleiben, dass man an keinen festen Vertragspartner gebunden ist, gegebenenfalls flexibel reagieren kann auf schwankende Märkte. Wir planen einen Tag der offenen Tür am 24. Oktober. Bis dahin muss noch ein bisschen was passieren, aber ich bin zuversichtlich, dass wir die Arbeit bis dahin abgeschlossen haben und einen fertigen Hähnchenstall präsentieren können und für Interessierte mal rumführen können, wie moderne Hähnchenmast aussieht.